Auf dem Viktualienmarkt im Herzen der Altstadt Münchens kommen Feinschmecker, Köche, Einheimische und Touristen zusammen. Auf 22.000 Quadratmetern bieten kleine Stände einheimische und exotische Waren an. Am vegetarischen Restaurant Tian trifft sich früh am Morgen Jörg Götte mit seinem heutigen Gast, Paul Iwitsch. Hallo Jörg. Paul, Hi. wie geht's dir? Sehr gut. Sehr Jetzt habe ich gut. endlich einmal die Gelegenheit, auch meine Kollegen in München zu besuchen. Ja, sieht schön aus. Ja, Wahnsinn. Hä? Fühlt man sich gleich willkommen. Ne? Ja, genau. Und hier sind wir auch am Viktualienmarkt, die grüne Lunge der Stadt. Und da gehen wir jetzt mal schönes Obst und Gemüse kaufen, damit wir deine Rezepte gleich so richtig schön in der Küche abrocken können. Auf den bin ich schon total neugierig. Ja, komm, dann Freu lass mich. uns gehen. Hä? Das ist echt super. Wir gehen jetzt rüber zu Leos Obststandel. Die haben eigentlich alles an Obst und Gemüse da. Und ich hoffe, dass wir auch für deine Rezepte alles kriegen, weil da sind ja schon ein paar schöne Sachen dabei. Beim Schlendern über den Viktualienmarkt fällt einem schnell auf, dass das weltbekannte Feinschmeckerparadies seinem Ursprung als Bauernmarkt bis heute treu geblieben ist. Obst und Gemüse sind daher immer noch die Produkte, die am häufigsten an den über 140 Ständen angeboten werden. Ciao. So sieht's hier aus bei Leo. Hm? Wahnsinn, was da alles gibt. Ne? Ja, Pilze, schon. jetzt Ja. um die Zeit. Ja. Aber ich sehe schon, unsere Zucchini-Blüten. Genau. Bin ich schon was Ich hoffe, das sind genau die richtigen. das sieht schon. Die sind schon gut, ne? Ja, sieht gut. Ja. Ja. Ich arbeite selber sehr gerne mit Obst und Ja. kombiniere auch gewisse Speisen mit Obst. Und Ja. auch wenn ich so sehe, die Amalfi-Zitrone, oder? Das ist auch ein wichtiger Bestandteil bei uns. Ja. Hat ein tolles Aroma, vor allem im Schale. Ja. Und auch der Saft. Und das ist für unsere vegetarische Küche, also für meine Art Ja. vom Kochen, sehr, sehr wichtig. Also die haben wir letztes Jahr eine wunderschöne Vorspeise gehabt. Ja. Das haben wir Zitrusrübe genannt. Da haben wir Budersand gehabt, Amalfi-Zitrone, die gewöhnlichen Zitronen und in der Kombination mit den Rüben Wasabi haben wir wirklich ein spannendes Gericht gehabt. Ja. Das was überraschend ist für Ja. einen Gast und auch wo er sagt, boah, die Ja. Kombi ist gut. An diesem Stand geht jedem Vegetarier das Herz auf. Die beiden Köche decken sich für ihre 3 Gerichte mit frischem, köstlichen Obst und Gemüse ein. Als nächstes machen sie sich auf den Weg in die Meine Familie und ich Küche. Hier wartet bereits die Chefredakteurin Gabi Höger auf Paul Iwitsch. Der hat für die Redaktion ein kleines Geschenk dabei. Klar, sein neuestes Kochbuch. Daraus wird heute natürlich auch gekocht aus den Zutaten dunkler Quinoa, Paprika, Zucchiniblüten und Ziegenkäse werden Zucchiniblüten mit dunklem Quinoa und Paprikasauce. Was machen wir denn jetzt als erstes eigentlich? Ich habe mir gedacht, wir machen die Zucchiniblüten aus meinem Kochbuch. Ja. Aber kochst du eigentlich immer genau nach Rezept? Nein, ich koche selten nach Rezept, weil meine Kocherei sage immer, dass ich intuitiv koche. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt so wie mit dir im Viktualienmarkt bin, dann fallen mir so viele Sachen ein, dass ich jedes Rezept 100%ig umgestalte. Ja, ich finde, Kochen sollte so aus dem Bauch heraus passieren. Picasso hat auch nicht vorgemalt, sondern hat auch aus dem Guter Vergleich, genau. Gefühl malen und so soll auch Kochen sein. Rezepte sind für mich da, okay, das ist eine Anleitung, Ja. aber ich kann das jederzeit tunen. Ne? Und das macht ja dann viel mehr Spaß. Ja, das stimmt. Okay, Paul, was kann ich dir helfen bei den Zucchiniblüten? Wir machen jetzt die Fülle als erstes für die Zucchiniblüte. Ich habe im Rezept es mit dem Amaranth. Wir haben heute einen Quinoa. Das Ja. passt auch perfekt dazu. Und ich würde auch sagen, dass wir dann zeitgleich auch die Paprikasauce machen, weil es dauert ungefähr gleich lang. Die Paprikasauce wird uns 20 Minuten dauern, das dauert 10 Minuten. Da könntest du schon mal die Paprika schneiden und die Schalotten. Und ich setze gleich Alles in Würfel? in Würfel, ja, grob in Würfel. Wir mixen das dann eh. Der Quinoa wird mit etwas Öl wie ein Risotto zubereitet. Erst wenn die Schale aufgeplatzt ist der Quinoa fertig. Salzen tue ich immer zum Schluss. Quinoa ist jetzt zwar kein Getreide, Wollte ich gerade sagen, ist an der Legende denn was dran, dass es nicht weich wird, wenn man vorher salzt? ja, beim Getreide schon, aber jetzt, der Quinoa ist ja Pseudogetreide, aber trotzdem ein sehr, sehr nährhaftes Lebensmittel. Ja. Der Cortés hatte ja damals in seiner Eroberungszeit den Inkas
den Quinoa ja verboten, weil sie so stark waren. Sie haben gesunde Zähne gehabt, waren kräftig. Und da ist er draufgekommen, okay, die essen jeden Tag, also ihr Grundnahrungsmittel ist Quinoa. Und da er keinen Aufstand wollte, hat er ihnen das kurzerhand verboten. Und es war eigentlich dann auch mit... Da wurden sie schwächer. Ja. Wer den Quinoa dennoch angepflanzt hat, hat mit dem Leben dafür bezahlt. Aber Gott sei Dank waren einige von den Ureinwohnern so schlau und haben das dann in Höhlen gemacht. Nach der Hälfte der Kochzeit tue ich ein bisschen salzen. Aber wir haben jetzt ja schon, du hast ja einen tollen Gemüsefond nach meinem Rezept Natürlich. gekocht und da haben wir ja schon richtig gut Kraft dabei. Weil es heißt immer, alle Köche kochen mit Wasser. Stimmt nicht, ich koche mit Fonds. Und das macht ja auch den Unterschied. Je kräftiger der Fond ist, umso besser wird es. Die Soße, ne? Genau. So, die Schalotten tun wir leicht anglasieren und auch nicht zu heiß. Dadurch kriegen sie Süße, Ja. weil wir wissen ja alle, wenn Schalotten roh verzehrt werden, ist es ein bisschen scharf und bitter. Wenn wir sie verbrennen, haben wir ja auch wieder die Bitternote und ich möchte ja das Süßliche. Mit der Paprika, schauen wir mal, ob das schon gute sind. Ja. Ja, die sind super. Ja. Apropos gute Paprika, wie hat es dir denn gefallen heute Morgen auf dem Viktualienmarkt? Ja, Ich meine, das ist schon immer wieder spannend, ne? Ja, absolut. Also auch den schwarzen Mais mal live zu sehen aus Peru, ist schon eine tolle Geschichte. Also Ja. ich glaube, ich hätte den ganzen Tag noch verbringen können. Ja. Du bist in Wien im Tian, hast einen Stern im vegetarischen Restaurant. Das gibt es ja nicht so häufig auf der Welt, aber du isst trotzdem Weißwurst. Ja, ich nehme immer ein bewusster Genussmensch, der was auch hin und wieder sich mit einer Weißwurst verwöhnt. Ne? Also du isst schon Fleisch und Fisch, gar kein Problem. Ja, schon. Also ich schaue mir halt an, wo die Lebensmittel herkommt. Ja. Ich würde jetzt nie argentinisches Fleisch kaufen, weil da habe ich immer die Bedenken mit Gen-Soja. Weil da ist ja Monsanto sehr groß im Geschäft in Argentinien. Und auch Massentierhaltung, das möchte ich einfach nicht unterstützen. Das ist ja quasi Rezepte für daheim, oder? Also ich habe ja mehrere Anfragen für Kochbücher gehabt und ich wollte aber keines machen wie im Betrieb koch, sondern mir geht es darum, wenn ich schon ein Kochbuch mache, dass wir ein Kochbuch haben, das was auch jeder daheim gut nachkochen soll. Ja. Weil Qualitätsbewusstsein beginnt bei mir zu Hause. Und mir hat es immer geärgert, wenn jeder sagt, Kochen daheim ist so anstrengend und so zeitaufwendig. Finde ich überhaupt nicht, weil man kann gute Rezepte hat man in 10 oder 15 Minuten gemacht. Und Kochen ist ja nicht nur eine Nahrungsaufnahme für mich. Kochen ist auch ein bisschen was mit Emotionen zu tun. Oder so wie jetzt. Ich quatsch gerne. Nicht? Und wie geht's besser, als wenn man noch nebenbei kocht? Ich halte nichts jetzt da, dass man so und so das arbeiten muss, sondern das muss spontan gehen. Das muss aus dem Bauch herauskommen und das muss einfach ein gutes Gefühl dabei bringen. Das ist natürlich ein Unterschied zwischen in der Küche im Tian oder privat. Im Tian gibt es natürlich vorgefertigte Strukturen. Da müssen sich alle ein bisschen dran halten, weil das muss Perfektion sein. Aber daheim ist für mich Perfektion, wenn ich es spontan mache und aus Lust koche. Ne? Also der Paul ist ein sehr kreativer Mensch und Koch und so fängt er auch an zu kochen. Er nimmt sich Zutaten, er geht auf den Markt, sieht was und hat dann gleich so im Kopf, das kann ich zusammen kombinieren. Und genauso ist er auch am Herd. Ich finde das sehr, sehr erfrischend. Also er geht jetzt nicht zum Rezept und sagt, so muss ich es machen, sondern er nimmt einfach was und es kommt auch was bei raus. Weil ich meine, er ist Profi, er hat einen Stern, da habe ich ja überhaupt keine Zweifel, dass es schmeckt. Und dieser Sternekoch Paul gibt nun etwas Gemüsebrühe zu den Paprika in die Pfanne. Um die Saubohnen schälen zu können, werden sie im heißen Wasser abgeschreckt. Nun wird die Paprikasauce mit etwas Olivenöl und Sahne verfeinert. Wenn man vegan kochen möchte, bietet sich hier auch Kokosmilch als Sahneersatz an. Bevor du jetzt das Tian übernommen hast, da hast du ja wahrscheinlich noch ein paar andere Stationen hinter dir als Koch. Und als Koch ist es ja, ich meine, es gibt ja keine vegetarische Kochausbildung, sondern da ist ja von Haus aus, dass du mit Fleisch, Fisch arbeiten musst. Und das Tian, war das deine erste vegetarische Station eigentlich? Ja, das war schon meine erste vegetarische Station. Ja. Ich meine, ich wollte schon 2000, habe ich mir überlegt, sollte mal selbstständig sein. Ja. Welche Art von Küche möchte ich machen? Ja. Da habe ich mir eigentlich gedacht, ich mache vegetarisch.
weil ich war mit meiner Tante essen und sie ist Vegetarierin. Ach Und so. sie hat halt die klassische Gemüseplatte mit Spiegelei bekommen und die Pasta mit Tomatensauce. Oder das Fleisch weglassen. Ja. Und auch in der Küche war immer Alarm, wenn irgendein Vegetarier da war. Nicht? Ja, dann ging es immer. Oh. Ei. Ich habe gedacht, eigentlich könnte man sicher wunderschöne Sachen machen. Also ist die Tante schuld quasi an deiner vegetarischen Karriere? Ja, schon. Ja, Aber schon ein bisschen. Also im Rezept steht ja Mozzarella in der Fülle, aber ich habe gesehen, da ist ein schöner Feta-Käse drinnen. Ja. Und dann geben wir den dazu. Das passt einfach herrlich. Also mischst du das Ganze? Dann mischen wir es gleich. Jetzt, wenn du beides nicht daheim hast, aber einen Ziegenfrischkäse hast, dann nimm einen Ziegenfrischkäse. Geht auch, ne? Das geht auch. Also ist wunderbar. Und ja, kochen nach Lust und Laune. Ja. Das ist mein Prinzip. Ne? Der Käse wird in einer Schüssel mit Kräutern vermengt. Die beiden beweisen Fingerspitzengefühl, denn jetzt müssen die Blüten aus den Zucchini gepflückt werden. Die halbierten Paprika werden bei hoher Hitze in der Pfanne angebraten. Erst etwas Schale und Saft der Amalfi-Zitrone in die Paprikasauce und in den vermengten Käse geben. Danach kann die Soße verquirlt werden. Zu den großen Paprikascheiben geben Sie am Ende nur noch etwas Fond hinzu und legen die Saubohnen und Kirschtomaten mit in die Pfanne. Jetzt geben wir unseren Quinoa dazu. Das sieht schon abgefahren aus. Ja, das ist super. Hä? Wahnsinn. Und jetzt füllen wir sie. Und dann drehen wir sie rein ein. Wer will, könnte sie noch zusammenbinden. Das muss man nicht. Ist aber Hilfreich. hilfreich. Ja. Jetzt die Zucchini-Blüten könnte man, wenn man einen Backteig macht, könnte man sie. Nochmal ausfrittieren, ne? Das mag ich auch gern. Jetzt geben wir ein bisschen an Fond rein. Und da können wir jetzt entweder wir braten sie an, die Zucchini-Blüte, oder wir schieben sie eben im Ofen ab. Ein paar Minuten. Die zwei entscheiden sich für den Ofen. Nach 10 Minuten werden die Zucchini nur noch leicht gesalzen. Faden abschneiden, anrichten und los geht's. Das wohlverdiente Probieren. Machst du das eigentlich bei euch im Restaurant, dass du jeden Teller abnimmst, der rausgeht? Ja, Schon. also Alle- wir haben das 4-Augen-Prinzip. Der Sous-Chef und ich kontrollieren jeden Teller. Jeder Teller, der Und, rausgeht. und jedes Gericht wird probiert. So, fange ich an. Okay. So. Ja, sehr gut. Freue mich echt für uns, dass uns das so gut gelungen ist. Super. Gemüse pur. Für dieses Rezept wird als erstes die Füllung der Zucchini-Blüten mit Ziegenkäse, Kräutern und dunklem Quinoa zubereitet. Parallel dazu wird mit kleingeschnittenen Paprika, Olivenöl und Sahne eine passende Soße gekocht. Um die Gemüseexplosion perfekt zu machen, werden große Scheiben Paprika mit Saubohnen und Kirschtomaten angebraten. Nach dem Füllen und nur 10 Minuten im Ofen ist das erste vegetarische Gericht fertig. Für Paul geht es jetzt aber erstmal ans Eingemachte. So, Paul, ich habe hier noch von meinen Kolleginnen und Kollegen Fragen gesammelt bekommen, die ich dir stellen soll. Ja, interessant. Neugierig sind Ja, sie. unbedingt. Ja. Auf den Paul, sind sie neugierig. Jetzt fangen wir mal an. Ich lese vor, ich kenne sie selber noch nicht. Magst du Fußball? Für welches Team würdest du gern kochen? Ich liebe Fußball und ja, für den FC Bayern würde ich mal kochen. Aha. Was empfiehlst du beim ersten Date zu kochen? Irgendwas, wo Vanille dabei ist, ein bisschen Tonkabohne dabei ist, so ein bisschen was Aphrodisierendes ist. Macht so einfach die Zucchini-Blüte, da tun wir ein bisschen Vanille rein, ein bisschen Tonkabohne drüber und passt schon. Der passt schon. Darf es privat auch mal ein Stück Fleisch sein? Unbedingt. Und welches magst du am liebsten? Ich mag sehr gerne Geflügel, aber auch Rind. Also, wenn ich eine gute Qualität kriege, dann bin ich immer gerne dabei. Welches ist dein Lieblingsgericht aus Tirol? Die Speckknödel von meinen Eltern. Und wenn du jetzt fragst, kroatisch, dann ist das Sarma von meinem Papa. Das was? Das Sarma, Sarma. Was ist das? das ist ein gefüllter Krautwickel. Das ist sensationell. Also eine Kohlroulade. Ja. Ja, gut. Jörg möchte nun zusammen mit Paul seinen Vorschlag eines leckeren vegetarischen Gerichts kochen. Dazu benötigt man Auberginen, Schafskäse, Rucola und Minzblätter und Tomaten.
Und daraus entstehen gefüllte Auberginenröllchen und gebratene Auberginenscheiben auf Baguette. Ja, Paul, kommen wir jetzt zu den Auberginengerichten. Und ich mache jetzt schon mal die Auberginenscheiben und du kannst mir schon mal so ein bisschen Mayonnaise rühren. Ich darf die Mayonnaise Ja, machen. genau. Ja. Falls sie abscheißt, dass ich dann... Mann, der kann ja gar nichts, der Sternekoch. Da habe ich ihn, genau. Und ich schneide jetzt die Auberginen in so dünne Scheiben und brate die dann hier auf meiner Grillpfanne einfach mal so ein bisschen an, weil wir brauchen ja einmal für die Röllchen Auberginen. Und tust du sie auch salzen, die Auberginen? Ja, je nachdem, was ich vorhabe. Also so ein bisschen bitter können sie ruhig sein, aber so bitter wie früher, ne? Weiß ja selber, sind es ja auch nicht mehr. Und wie machst du es? Ich tue sie auch immer salzen, weil ich finde den Geschmack viel besser. Durch das, dass das Wasser rausgeht, werden sie einfach intensiver. Aber Ja, das stimmt. die Rucola Mayo, nehme ich an, tue ich den Rucola ein bisschen fein zusammenschneiden. Ja, aber richtig fein. Richtig genau. fein. Und ich weiß ja, dass du das kannst. So, und die lege ich mir hier hin und salze dann einfach. So, die machen wir gleich noch. Dann mache ich mal die Minzcreme. Ich mag ja den Rucola sehr gern nicht. Magst du? Ja, absolut. Es ist ja, Rucola hat ja sehr viele Bitterstoffe und die Bitterstoffe sind gut für die Leber, zum Entgiften. Und sieht man auch schon wieder, haben wir wieder was Tolles dabei. Nicht? Genau, das ist noch mal richtig gesund. So. Ja. Aber was mich noch interessiert bei euch in der vegetarischen Küche, gerade auf dem Niveau, wie hoch ist eigentlich so der Aufwand im Vergleich zu einer Küche, wo es eigentlich Fisch und Fleisch gibt? Was so gerade so Fonds angeht und so weiter. Weil du brauchst ja schon auch kräftige Soßen und so weiter. Es kommt immer darauf an, auf dem Niveau, was man kocht. Ja. Ich habe ja vorher schon bei Fisch und Fleisch in Sterne-Restaurants gearbeitet. Da Ja. war der Aufwand gleich hoch wie wir jetzt. Weil, wie du schon angesprochen hast, vor allem die Fonds sind schon sehr, sehr aufwendig. Was halt bei der vegetarischen Küche ist, die Soßen, die sind ums 3- bis 4-fache teurer als wie mit Fleisch und Fisch. Ja. Also zum Vergleich, wenn du richtig gute Parüren nimmst, kostet das Kilo 3,50 €. Wenn du Knochen nimmst, bist du bei 90 Cent. Ja. Und meine Pilze, die was ich verwende, die sind bei 15 bis 20 € angesiedelt. Also da habe ich mir alles einmal durchgerechnet und mit Erstaunen festgestellt, Ja. auf gut Deutsch gesagt, alter Schwede, das wird aber teuer. Das wird aber teuer, ja. Und die Soßen waren auch die größte Herausforderung, bis man die so Ja, das glaube ich. so Ja. gemacht, also man hat es im Kopf, wie es schmecken soll. Und bis wir das dann so hingekriegt haben, haben wir schon sehr, sehr lange getüftelt. Gut, also meine Sache hier für die Röllchen wäre soweit. Und Ich habe die, glaube ich, eine super Ja. Rucola Mayonnaise. sehr gut aus, sehr gut aus. Ich habe sie so filigran geschnitten, wie du es wolltest. Genau. Filigran. So, dann kannst du gleich hier so ein paar Baguette-Scheiben schneiden. Also nichts verkommen lassen. Ja. Quasi. Warte, ich tauche noch mal rein. Und jetzt muss dann so wieder die Melzer, lass es ein bisschen verbrennen. Dann haben wir ein paar Röststoffe dabei. Ja, genau, man muss das immer nur begründen. Ne? Ja. Und ich habe hier jetzt schon mal meine Minzcreme. Da gebe ich jetzt einfach mal so einen Klecks drauf. So. Gib mal gut Salz drauf. Ja. Super. Super. Ich mag das sehr gern, wenn immer ein bisschen Fett dabei ist. Ja, das gehört einfach dazu, oder? So, schau. Noch eine Tomate drauf. Das war's schon. Ganz einfache Sache. Ja. Optisches Highlight. Optisches Highlight, genau. Ich lege die hier noch ein paar hin. Den schneide ich noch durch. Und die Aubergine ist ja jetzt noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ruhig trocken. Aber durch die Mayo, die Verbindung, passt dann ideal. Oh, super auch gewürzt. Ich mag sie ja so, wenn sie so ist. Röllchen einfach mal durchschneiden. Und das ist natürlich auch wunderbar, einfach mal was zum Empfang oder Buffet, wie auch immer. So, da haben wir schon. Jetzt mal probieren, oder? Richtig kross. Schmeckt mir. Perfekt. Perfekt. Die Aubergine wird unterschätzt, denn Jörgs Röllchen sind ein echter Hochgenuss.
Dafür grillen Sie Auberginenscheiben in der Pfanne an, mischen den kleingedrückten Schafskäse mit der geschnittenen Minze und würzen alles mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Honig. Zudem rühren Sie eine Rucola-Mayonnaise an. Wenn auch noch das Baguette ein klein bisschen angebräunt ist, können Sie die Röllchen füllen und das Baguette mit der Mayonnaise bestreichen, um es dann mit den Auberginenscheiben und einer Tomate zu belegen. Fertig sind Jörgs vegetarisch sommerliche Schmankerl. Paul, wir haben ja mal ein paar Zutaten aufgebaut, die für dich sehr wichtig sind in der vegetarischen Küche. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen die einzelnen Produkte erklären, wozu was wichtig ist, auf was du nicht verzichten kannst oder so. Also vieles ist ja symbolisch da. Auf das, was ich niemals verzichten kann, ist einfach frisches Gemüse, was jetzt gerade Saison hat. Und wenn man gute Saison hat, zum Beispiel die Tomaten, kaufe ich mir ein bisschen mehr ein, lege sie ein und dann kann ich sie auch vielleicht im Herbst noch mal ein bisschen verwenden. Ne? Ja. Es gibt auch ein bisschen extra Note und so bleibt die Küche immer spannend. Nüsse in der vegetarischen Küche sind unverzichtbar. Die sind auch proteinhaltig, geben auch eine gute Geschmacksnuance. Und dann auch Fette, zum Beispiel gute Öle, gutes Olivenöl oder Haselnussöl, was man halt gern hat, ein Hanföl. Mit dem, was ich auch gerne koche, ist ein Kokosnussöl. Das sind hochwertige Öle und Butter. Natürlich die Butter, das ist immer mein Favorit. Den habe ich immer gern rein. Aber wer vegan ist, lässt es halt weg. Holt sich super, 100% abbaubar ist. Und damit auch die Küche immer spannend bleibt, verschiedene, entweder Getreide oder ein Quinoa, ein Amaranth. Wichtig ist immer eine Zitrone. Heute haben wir eine Amalfi dabei. Oder Gewürze, zum Beispiel Pfeffer. Nie gemahlen würde ich kaufen, immer nur die... Frisch. Richtig, also sie sind definitiv besser. Und da haben wir jetzt einen Fenkel, da haben wir einen Kardamom. Da macht man nicht nur das drauf, sondern man macht viele Gerichte viel, viel spannender. Und unverzichtbar sind natürlich auch frische Kräuter. Wir haben jetzt da einen Koriander dabei. Koriander mag nicht jeder, aber dezent eingesetzt ist es ab und zu das bekannte i-Tüpfelchen an einem Gericht. Und sie tun natürlich auch gut. Der zum Beispiel ist ja sehr magenstärkend und kräftigend. Dann haben wir die Minze da. Obst. Ich mag gerne die Papaya, ist jetzt was Exotisches. Es muss nicht immer regional sein. Man kann ja ein bisschen einen Hauch von Exotik rein tun. Essen ist für mich multikulturell. Ja. Sollte man nie was ausgrenzen. Allerdings sollte man immer schauen, wenn man was kauft, von wo kommt es her, wie wird es angebaut, dass es einfach auch unbedenklich ist. Es sollte immer biodynamisch sein, das wäre das Beste. Bio ist auch gut. Oder man hat einen Bauern, wo man weiß, der spritzt nichts. Und natürlich, was unverzichtbar ist, Neugierde und die Liebe zum Kochen. Und je besser die Produkte sind, je besser die Inhaltsstoffe sind, umso besser geht es uns. Also der Paul ist schon, was das Ernährungswissenschaftliche angeht, der einzelnen Produkte schon sehr fit. Er kennt sich aus. Ich denke, vielleicht muss er sich auch öfters rechtfertigen, wenn er kein Fleisch und Fisch anbietet. Aber da ist er absolut ein Profi und er macht es auch mit Liebe und Leidenschaft. Und ich finde, das sieht man und schmeckt man auch auf dem Teller. Nachdem bereits die Zucchini-Blüten so gut ankamen, zaubert Paul nun sein nächstes Gericht. Aus den Zutaten Zucchini, Schnittlauch, Kartoffeln und Papaya werden gefüllte Kartoffeltaschen mit kalter Schnittlauchsoße. Da freue ich mich schon drauf, weil Kartoffelteige verarbeite ich immer sehr, sehr gerne. Da haben wir schon kalte Kartoffeln. Ja, das ist ganz genau. wichtig, dass die ausgekühlt sind. Denn langsam mal Das Mehl, das Mehl und die Dings rüber, die Presse. die Presse. Kann ich dir da was helfen? Ja, du könntest zum Beispiel schon die Zucchini mal die Garnitur schneiden. Ja. Wichtig ist eben, dass wir die Kartoffeln gekühlt nehmen, weil wenn man den heiß verarbeitet, dann wird es wie ein Kleister. So. Soll ich sagen, der Regie, sie muss es ausschneiden, wenn es nicht ganz passt. Nee. Da pressen wir jetzt durch. Wenn du vielleicht nur doch die Eier schnell trennen kannst. Das glaube, kann ich. Es sind 2 Eigelb und ein Ei. Gleich mit rein in deine Kartoffeln? Ja, kannst du ruhig. Gut. Das ist, ich finde immer, das ist ein Bombenrezept, also ein super Teigrezept. Ja. Wenn wir gute Kartoffeln erwischt haben, die mehligen, dann passt das eh. Da habe ich flüssige Butter schon.
Das sind auf jeden Fall mehlige. Extra darauf geachtet. Ja, super. Ja, so. Und eins ganz, oder? Eins ganz. Dann haben wir die Muskat. Und beim Muskat ist aber auch ganz wichtig bei Kartoffeln. Ja, Ne? das Egal ist- was. Das ist die beste Ehe, sagt man immer. Ne? Das gehört dazu. Traumpaar heißt es bei uns immer. Der Teig sollte immer ganz schnell verarbeitet werden. Deswegen sage ich, machen wir zuerst die Fülle. Für die Füllung wird der Schnittlauch geschnitten. Die Zucchini wird erst in einem Mixer zerhäckselt und anschließend in der Pfanne mit Pinienkernen etwas gesalzen. Wo du nicht Acht gegeben hast, habe ich ein bisschen weitergeschaut. Ich nicht Acht gegeben. Ja, Wo da war hast du das mit, denn? da hast du mit der Verkäuferin quatscht und ich hab Papaya gesehen. Ne? Und Papaya, die mag ich extrem gern. Also, das ist auch super. Haben wir gedacht, okay, jetzt machen wir es ein bisschen spannender und geben wir Papaya noch in die Fülle rein. Ja. Jetzt geht's dem Teig an den Kragen. Geben Sie zu der Kartoffel-Ei-Mischung nun Mehl hinzu und kneten Sie alles zusammen kräftig durch. Nachdem Sie den Teig ausgerollt haben, stechen Sie einzelne Kreise aus, um diese dann mit Ei zu bestreichen. Fehlt nur noch die Füllung aus Zucchini und Pinienkernen. Dann die Kartoffeltaschen in Wasser kochen und anschließend in Butter anbraten. Nachdem alles hübsch angerichtet ist, können es sich die beiden Köche schmecken lassen. Gut. Also ich finde es mit der Papaya schmeckt es so richtig rund. Die ist leicht süße. Das ist super. Und die Kartoffel? Herrlich. Also gut gemacht. Ja, cool. Wir müssen öfters zusammenarbeiten. Ja, glaube ich auch. Aber bevor du wieder nach Wien zurückfahren darfst, habe ich noch mein Gästebuch, wo jeder Gast einfach mal reinschreibt. Ah, okay, cool. Und das wäre natürlich super, wenn du hier auch mal dich verewigst. Schön, Bitte. freut mich. Aber Danke. noch was habe ich für dich, Okay. damit die Zugfahrt auch mal ein bisschen entspannt wird, weil ich glaube, du willst Fußball gucken heute Abend. Ja. Genau. Und für deinen Gemüsegarten habe ich hier noch so ein kleines Maskottchen für dich. Schau. Es ist saugeil, hey. Der kriegt einen Ehrenplatz. oder? Ja, das hoffe ich. Demnächst bist du bei mir mal eingeladen. Ja, gerne. Okay. Komm zu essen. Ja, der Tag mit Paul heute begann ja eigentlich wie ein Traum hier in München, in Bayern, auf dem Viktualienmarkt, beim Sonnenschein. Wir haben die besten Produkte bekommen, wir haben zusammen gekocht. Er hat einfach mal ganz kurz aufblitzen lassen, was alles so in ihm steckt. Und ich fand, das war alles super lecker und ja, jederzeit kann er gerne wiederkommen. Also mit dem Jahr zum Kochen macht sehr viel Freude, also ist echt ein Spaß. Und er hat einen sehr guten Zugang. Da findet man natürlich gleich sehr viele Schnittstellen und da hat man auch keine Berührungsängste. Und während dem Gespräch lernt man sehr viel. Da geht es nicht immer um die Kochtechniken, sondern was ich immer interessant finde, ist, welche Philosophie hat er dahinter. Und das sind dann die Dinge, was ich aufnehme, verarbeite und denke mir, hey, interessant. Das war echt ein guter Tag. Und nächstes Mal zu Gast bei Jörg in der Meine Familie und ich Küche, Lea Linster, die luxemburgische Köchin und Gastronomieunternehmerin.